Wilde Mustangs sind ein Symbol der Freiheit des amerikanischen Westens, die Verkörperung des Geistes der Grenze, der Wildnis und der Stärke. Doch hinter dem romantischen Bild verbirgt sich eine beunruhigende Realität. Heute sind diese Tiere zu einer Last für den Staat geworden und Ziel systematischer Vernichtung. Einst grasten die Mustangs frei auf Millionen von Morgenprärie. Doch mit der Ausweitung der Viehzucht begann ein Interessenkonflikt. Landwirte und Rancher behaupten, dass die Pferde die Weiden zerstören, die für das Vieh bestimmt sind. Dies führte zur Einführung eines Programms zur Kontrolle der Populationsgröße, das vom Bureau of Land Management (BLM) koordiniert wird. Anstatt geschützt zu werden, wie man erwarten könnte, sind die Wildpferde zunehmend brutalen Methoden ausgesetzt. Massenhafte Treibjagden, bei denen die Tiere mit Hubschraubern zusammengetrieben werden, führen oft zu Verletzungen und Todesfällen. Gefangene Mustangs werden in überfüllte Auffangzentren gebracht, wo sie ihr ganzes Leben in Gefangenschaft verbringen. Aber das ist noch nicht das schlimmste Ergebnis. Einige Programme, obwohl sie es offiziell leugnen, erlauben die Übergabe der Tiere zur sogenannten Adoption, hinter der sich oft der Weiterverkauf der Pferde zum Schlachten verbirgt. Ja, Amerika, wo Pferdefleisch verboten ist, findet dennoch einen Weg, Geld zu verdienen, indem es diese Tiere ins Ausland schickt. Die finanzielle Logik ist einfach. Ein Pferd am Leben zu halten ist teuer. Es vom Land zu entfernen und zur Verarbeitung zu verkaufen ist profitabler. Die Natur trifft auf die Wirtschaft und wie immer gewinnt Letztere. Aber die Mustangs sind nur der Anfang. In einigen Fällen kämpft Amerika nicht nur gegen Symbole der Freiheit, sondern gegen ganze Wellen einer flauschigen Invasion, die bedrohliche Ausmaße angenommen hat. Es klingt wie eine Parodie, aber es ist die Realität. Im Laufe der Geschichte der USA haben sich Kaninchen mehrmals von niedlichen Tieren in eine agrarische Katastrophe verwandelt. Besonders schwer hatten es die landwirtschaftlichen Regionen des Mittleren Westens, wo sich diese Tiere mit anormaler Geschwindigkeit vermehrten. Der bekannteste Fall der Massenvernichtung ereignete sich Anfang des 20. Jahrhunderts, als Bauern sich darüber beschwerten, dass Kaninchen alles fraßen, einschließlich der Baumrinde. Die Bundesbehörden starteten damals groß angelegte Vernichtungsaktionen. Es wurden vergiftete Köder, Fallen, giftige Gase und sogar das direkte Erschießen der Tiere eingesetzt. In einigen Bezirken wurden Kaninchenmassaker veranstaltet, bei denen an einem Tag Zehntausende von Tieren getötet wurden. Später, Ende des 20. Jahrhunderts, wiederholte sich der Anstieg der Population in einigen Bundesstaaten, darunter Nevada und Colorado. Die Einheimischen sahen erneut, wie ihre Gärten und Farmen buchstäblich innerhalb einer Woche zur Wüste wurden. Kaninchen mit ihrer phänomenalen Fortpflanzungsgeschwindigkeit wurden zum Feind Nummer 1. Und dieses Mal kamen biologische Methoden zum Einsatz. Mit Viren infizierte Tiere wurden in die Wildnis freigelassen, um die Population zu reduzieren. Es war ein Krieg ohne Gnade. Die örtlichen Behörden vergaben sogar Prämien für Kaninchenköpfe. Trotz ihrer klagenden Blicke und flauschigen Ohren erwiesen sich diese Kreaturen als zu teuer, um sie lebend zu halten, besonders wenn man den Schaden berücksichtigt, den sie an der Ökosystem- und der landwirtschaftlichen Arbeit verursachten. Aber wenn die Kaninchen sich irgendwie in die Welt der Menschen einfügten, dann war der nächste Held ein Zerstörer der Infrastruktur, ein Feind der Kanäle und Dämme. Er strebte nie nach Konflikten, aber seine Instinkte machten ihn zu einem unerwünschten Nachbarn. In den Abgrund der Geborenen. Ingenieure. Sie bauen Dämme, schaffen Stauseen und verändern die Landschaft. Besser als jeder Mensch. Aber was in der Natur als Wunder erscheinen mag, wird in einer städtischen Umgebung zur Bedrohung. In den gesamten USA, besonders in den nördlichen und östlichen Bundesstaaten, haben Biber begonnen, sich aktiv in der Nähe von Städten und Farmen anzusiedeln. Ihre Dämme stören den Wasserfluss, überfluten Straßen, Felder und sogar Wohngebiete. Experten schätzen, dass der jährliche Schaden durch Biberdämme sich auf Millionen von Dollar beläuft. Die örtlichen Gemeinden wollten das nicht lange hinnehmen. Ein verdeckter, aber aktiver Kampf hat begonnen. Die Tiere werden gefangen, umgesiedelt oder getötet. In einigen Bundesstaaten wird eine tödliche Falle verwendet, die als harmlose Falle getarnt ist. In anderen werden die Biber einfach nachts ohne Aufsehen abgeschossen. Manchmal geht es noch weiter. Einige Regionen setzen Entwässerungssysteme ein, die die Arbeit der Biber stören, um sie zu zwingen, das Gebiet zu verlassen. Aber die Natur setzt sich durch. Und die Tiere kehren zurück, was einen endlosen Kreislauf von Zerstörung und Widerstand schafft. Die Konfrontation zwischen Mensch und Natur endet selten mit einem Sieg der Letzteren. Besonders wenn Geld, Infrastruktur und politische Punkte auf dem Spiel stehen. Und doch zeigt die Geschichte, dass das Tier manchmal ohne eigenes Verschulden zum Opfer werden kann. Besonders wenn es für Verbrechen beschuldigt wird, die es nicht einmal begangen hat, wie zum Beispiel jene, die einst fliegende Rentiere genannt wurden. Wenn man an eine Bedrohung der nationalen Sicherheit denkt, kommen einem wahrscheinlich nicht sofort Rentiere in den Sinn. Aber in den USA, insbesondere in den Bundesstaaten Montana, Texas und Alaska, wurden genau sie zum Ziel einer groß angelegten Jagd. Und nicht irgendeiner, sondern aus der Luft. Aus Hubschraubern. Scharfschützen eröffnen das Feuer auf Ziele, die sich durch Wald und Feld bewegen. Das ist keine Filmszene. Das ist die Realität des sogenannten Populationskontrollprogramms. Das Argument ist einfach: Hirsche verursachen Autounfälle, zerstören landwirtschaftliche Kulturen und übertragen Krankheiten, die für Vieh gefährlich sind.
Aber hinter diesen Argumenten verbergen sich auch finanzielle Interessen. Einige Jagdverbände lobbyieren für Gesetze, die es erlauben, die Population in bestimmten Gebieten zu reduzieren, um die Nachfrage nach kostenpflichtigen Lizenzen zu erhöhen, zum Jagen. Auf diese Weise wird das massenhafte Töten von Wildtieren Teil der Industrie. Besonders grausam erscheint die Praxis des Abschusses im Winter, wenn die Tiere verletzlicher sind und sich nur schwer durch den Schnee bewegen können. In einer Saison können Tausende von Tieren getötet werden. Aber die öffentliche Meinung ist oft nicht über das Ausmaß informiert, da alles in abgelegenen Regionen passiert. Manchmal scheint es, als läge das Problem bei den Tieren selbst. Aber was, wenn die Gewohnheit des Menschen zu Komfort und Geld die Ursache ist? Vielleicht erklärt das, warum selbst gewöhnliche Stadtvögel plötzlich zur Persona non grata werden. Tauben in amerikanischen Städten sind nicht nur eine Kulisse für Straßencafés und Parks. Für die Behörden von New York, Chicago, San Francisco und Dutzenden anderer Metropolen sind sie ein echtes Kopfzerbrechen. Diese Vögel verschmutzen Gebäude, verbreiten Krankheiten, beschädigen historische Denkmäler mit ihren säurehaltigen Exkrementen und bedrohen sogar die Sicherheit von Flugreisen. Einige Experten nennen sie fliegende Ratten, um zu betonen, wie unerwünscht sie im städtischen Raum sind. Die Methoden zur Bekämpfung reichen von harmlos bis schockierend. In einigen Gebieten werden spezielle Gele und Ultraschall eingesetzt, um die Vögel abzuschrecken. In anderen werden ihnen Verhütungsmittel ins Futter gemischt. Aber es gibt auch radikalere Maßnahmen. Fangen, abschießen und sogar vergiften, trotz der Proteste von Tierschützern. Jährlich werden Millionen Dollar für Tauben ausgegeben. Dabei möchte niemand laut aussprechen, dass es billiger wäre, einfach so viele Individuen wie möglich zu vernichten und das Thema abzuschließen. Aber mit Tauben ist es dennoch einfacher. Sie sind klein und relativ harmlos. Aber wenn das Problem eine Länge von 20 Fuß erreicht und mehr als 200 Pfund wiegt, beginnt das wahre Chaos. Genau das ist in den Sümpfen Floridas passiert. Im Herzen des Everglades Nationalparks entfaltet sich ein echtes biologisches Drama. Hier, zwischen Sümpfen und Mangrovenwäldern, herrschen nicht die einheimischen Tiere, sondern Eindringlinge. Pythons, burmesische Pythons, exotische Schlangen mit einer Länge von bis zu 20 Fuß, haben ein riesiges Gebiet überflutet und zerstören alles Lebendige auf ihrem Weg. Einst waren sie modische Haustiere. Aber sobald die Besitzer erkannten, dass es fraglich ist, solch ein Haustier zu Hause zu halten, begannen sie, die Schlangen in die Freiheit zu entlassen. So begann diese ökologische Katastrophe. Heute gibt es Pythons, in den Everglades Zehntausende. Sie verschlingen alles, von Vögeln bis zu Alligatoren. Studien zeigen, dass in einigen Gebieten die Zahl der kleinen und mittleren Säugetiere um 90% zurückgegangen ist. Dies hat zu enormen Veränderungen im Ökosystem geführt und zu einer offiziellen Jagd. Florida bezahlt Jäger für jeden getöteten Python. Einige machen daraus ein Geschäft. Es gibt sogar Meisterschaften im Fangen und Beseitigen der Schlangen, bei denen den Gewinnern beträchtliche Geldpreise verliehen werden. Ein lebender Python ist kein Wert mehr, er ist eine Bedrohung. Aber das Beängstigendste ist, dass die Schlangen begonnen haben zu migrieren. Wissenschaftler registrieren bereits Fälle von Pythons in benachbarten Bundesstaaten. Die Bedrohung breitet sich aus und die Bekämpfungsmethoden werden immer härter. In anderen Teilen Amerikas entfaltet sich der Kampf jedoch nicht gegen wilde Tiere, sondern gegen diejenigen, die einst geliebt, gestreichelt und auf Instagram fotografiert wurden. Aber jetzt stehen selbst sie unter Verdacht. Hauskatzen scheinbar die harmlosesten und beliebtesten Tiere. Aber in vielen Regionen der USA sind sie zum Ziel harter Kritik geworden, besonders wenn es um sogenannte freilaufende oder wilde Katzen geht, die auf den Straßen und in den Vororten leben. Laut Studien töten diese Katzen Milliarden von Vögeln und kleinen Tieren. Jährlich. In einzelnen Bundesstaaten wie Hawaii und Florida werden Katzen als Bedrohung für seltene Arten anerkannt. Ökologen schlagen Alarm, da Katzen die einheimische Fauna verdrängen und Nahrungsketten zerstören. Die Reaktion der Behörden war scharf. In einigen Gebieten ist es verboten, Katzen ohne Leine nach draußen zu lassen. In anderen gibt es Programme zum Einfangen und Einschläfern. Tierheime sind überlastet und Wohltätigkeitsorganisationen sind gezwungen zu entscheiden, wen sie retten und wen nicht. Besondere Wut erregen Kolonien von Wildkatzen, die in Wäldern und Parks leben. Sie werden eingefangen, sterilisiert und manchmal einfach getötet. Der Grund ist einfach: sie sind tot mehr wert. Billiger als lebendig. Besonders wenn es um die Rettung von Ökosystemen geht. Einige Tierschützer bezeichnen das Geschehen bereits als stillen Genozid. Aber die meisten Amerikaner ahnen nicht einmal, dass außerhalb ihrer gemütlichen Häuser ein unsichtbarer Krieg gegen Haustierraubtiere tobt. In der Zwischenzeit sind in einem anderen Teil des Landes Wesen ins Visier geraten, die normalerweise nicht als Feinde betrachtet werden. Wer hätte gedacht, dass eine Kuh zum Ziel werden könnte? Die hawaiianischen Inseln mit ihren grünen Bergen und tropischen Wäldern wirken wie ein Paradies, aber selbst hier steht die Natur vor menschlichen Entscheidungen. Eine der unerwartetsten Opfer sind die wilden Kühe, die sich auf den Inseln Maui und Hawaii wohlfühlen. Diese Tiere sind Nachkommen einstiger Hausherden, die entkommen oder freigelassen wurden.
Nach Jahrzehnten haben sie sich in vollständig wilde Herden verwandelt, die seltene Pflanzen zerstören, den Boden schädigen und Erosion an den Hängen verursachen. Die lokalen Behörden betrachteten die Situation als kritisch. Luftangriffe begannen. Aus Hubschraubern wird auf die Kühe geschossen. Manchmal werden sogar Wärmebildkameras eingesetzt, um die Tiere im Dickicht zu entdecken. Eine Kuh zu töten bedeutet, Hektar seltener Flora zu retten. Tiere, die auf dem amerikanischen Festland den landwirtschaftlichen Fleiß und Nahrung symbolisieren, sind auf Hawaii zum Feind Nummer 1 geworden. Ihr Fleisch wird nicht verwendet. Sie werden einfach vernichtet und in den Bergen zurückgelassen, um keine Ressourcen für die Entsorgung zu verschwenden. Einige Einheimische protestieren, andere befürworten es, aber in jedem Fall zeigt diese Geschichte erneut, dass der Status eines Tieres je nach Geografie, Politik und Wirtschaft variieren kann. Und wenn man dazu noch Angst, Mythen und politisches Spiel hinzufügt, entstehen Geschichten, in denen die Regierung sich selbst in die Enge treibt. Besonders wenn es um Raubtiere geht, die sie zuvor selbst geschützt hat. Der Wolf ist eines der widersprüchlichsten Symbole der amerikanischen Natur. Er wird entweder als majestätischer Raubtier gepriesen oder als gnadenloser Viehschlächter dämonisiert. Aber die Realität ist noch komplexer. Die US-Regierung schützt oder vernichtet diese Tiere seit Jahrzehnten, je nach politischem Vorteil. In den 90er Jahren wurde ein Programm zur Wiederherstellung des Grauwolfs gestartet, insbesondere im Yellowstone-Nationalpark. Ökologen freuten sich, die Population wuchs. Das natürliche Gleichgewicht wurde wiederhergestellt. Aber sobald die Wölfe den Park verließen und begannen, Vieh anzugreifen, änderte sich alles. Die Bauern forderten Maßnahmen. Unter dem Druck der Agrarlobbys begannen die Behörden, den Abschuss von Wölfen zu erlauben. Manchmal sogar zu fördern. In einigen Bundesstaaten darf man Wölfe bei der ersten Bedrohung töten, in anderen werden Lizenzen zur Populationskontrolle ausgegeben. Das Paradoxe ist, dass der Staat Millionen für den Erhalt der Art ausgibt und gleichzeitig Millionen für deren Beseitigung. Offiziell spricht man von einem Gleichgewicht, aber in Wirklichkeit lebt der Wolf, solange er dem Geld nicht im Weg steht. Die Ironie ist, dass der Wolf in wenigen Saisons ausgerottet werden kann. Aber die Menschen spielen weiterhin Naturschutz, ohne zu bemerken, wie sie das töten, was sie zu bewahren versuchten. Der nächste Kandidat für die Ausrottung hat jedoch nicht so laute Verteidiger. Er ist einfach zu viel und zu unbequem, selbst wenn er einst der treueste Freund war. Amerika ist ein Land der Hunde. Hier gibt man Milliarden von Dollar für sie aus, kauft ihnen Kleidung, feiert Geburtstage. Aber parallel dazu existiert eine andere, düstere Seite. Tausende von Hunden werden jedes Jahr in Tierheimen im ganzen Land eingeschläfert. Nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie überflüssig sind. Besonders schwer haben es bestimmte Rassen. Pitbulls, Rottweiler, Staffordshire Terrier. Sie gelten als potenziell gefährlich und stehen fast immer ganz oben auf der Liste zur Einschläferung. In einigen Tierheimen werden sie nicht einmal zur Adoption freigegeben, sondern direkt eingeschläfert. Aber warum? Weil die Haltung eines Hundes Geld kostet. Futter, Tierarzt, Pflege. Und wenn das Tier schwierig, alt, krank oder unattraktiv ist, hat es keine Chance. Darüber hinaus gibt es in einigen Bezirken eine Vorschrift. Wenn ein Hund innerhalb einer bestimmten Zeit nicht adoptiert wird, wird er eingeschläfert. Und es kümmert niemanden. Einige Tierheime erhalten sogar finanzielle Mittel für die Reduzierung der Anzahl. Je weniger Hunde, desto besser die Statistik, desto höher die Chance, Zuschüsse zu erhalten. Das ist eine grausame Arithmetik. Und jeden Tag kostet sie Hunderte von Leben. In den USA ist es üblich, Hunde zu lieben. Aber nur solange sie jung, schön und problemlos sind. Was passiert, wenn ein Tier Probleme verursacht, aber seine Tötung die Gesetze der Natur verletzen könnte? Dann tritt ein wissenschaftliches Experiment auf den Plan, das längst außer Kontrolle geraten ist. Auf den ersten Blick ist der Frosch eines der harmlosesten Wesen. Aber wenn ihre Körper anfangen mit Tumoren bedeckt zu werden, zusätzliche Gliedmaßen wachsen und ihr Verhalten aggressiv wird, ist das ein alarmierendes Signal. Genau solche mutierten Amphibien begannen in Teichen und Bächen in den gesamten USA aufzutauchen, besonders in Minnesota, Michigan und Vermont. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Ursache der Mutationen Chemikalien, Pestizide und hormonelle Abfälle sind, die in die Gewässer eingeleitet werden. Einige von ihnen imitieren Östrogen und greifen in die Entwicklung des Organismus ein. Es stellt sich heraus, dass die Menschen selbst die Ursache für die Entstehung von Generationen anomaler Frösche geworden sind. Aber was macht der Staat? Anstatt die Wurzel des Problems, die Umweltverschmutzung, zu lösen, wurden Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen ergriffen. Mutierte Frösche wurden zu Objekten des Fangens, der Vernichtung und der Laborexperimente. Sie werden gesammelt, eingeschläfert, seziert. Alles im Namen der Wissenschaft und der ökologischen Sicherheit. Die Gesellschaft reagiert nicht, denn es sind ja nur Frösche, und im Vergleich zu ihnen entfalten sich weitaus seltsamere und sogar geheime Geschichten. Besonders, wenn das Pentagon ins Spiel kommt. Krähen gehören zu den intelligentesten Vögeln auf dem Planeten. Sie merken sich Gesichter, erkennen Körpersprache und können sogar Informationen untereinander weitergeben. Dieses Merkmal weckte irgendwann das Interesse des Militärs. Gerüchten zufolge Anfang der 2000er Jahre, das Pentagon begann ein Experiment zur Dressur von Krähen für Aufklärungszwecke.
Die Vögel wurden darauf trainiert, bestimmte Objekte zu finden, Geräusche zu erkennen und zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Das Projekt ist offiziell nicht bestätigt, aber Erwähnungen darüber sind durch Leaks und interne Dokumente durchgesickert. Was ist schiefgelaufen? Unbekannt. Jedoch wurde einige Jahre später in mehreren Bundesstaaten ein ungewöhnliches Verhalten beobachtet. Von Krähen. Aggressivität, Angriffe auf Menschen, Interesse an Technik und Gebäuden. An einigen Orten begann man mit dem Abschuss der Vögel mit der Begründung einer Sicherheitsbedrohung. Möglicherweise geriet das Programm außer Kontrolle oder die Krähen wurden einfach zu schlau für die Menschen. In jedem Fall erwies sich die Lösung als standardmäßig. Wenn du es nicht kontrollieren kannst, zerstöre es. Aber selbst solche seltsamen Geschichten verblassen im Vergleich dazu, wie Amerika mit denen umgeht, die es noch vor 100 Jahren verherrlichte und vor dem Aussterben rettete. Einst grasten Bisons auf dem gesamten Gebiet Nordamerikas. Es gab Millionen von ihnen, aber bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie fast vollständig ausgerottet. Im 20. Jahrhundert startete die US-Regierung ein umfangreiches Programm zur Wiederherstellung der Population und die Bisons wurden wieder Teil des nationalen Erbes. Doch nach Jahrzehnten änderte sich alles. In den Nationalparks wurden es zu viele. Sie begannen, die geschützten Zonen zu verlassen, Zäune zu zerstören, Bauern zu bedrohen und Krankheiten zu verbreiten. Gefährliche Krankheiten, insbesondere Brucellose, ein Virus, der für Vieh tödlich ist. Bauernverbände schlugen erneut Alarm. Und erneut begannen die Abschüsse. Manchmal offiziell, manchmal im Stillen. Mit Unterstützung der lokalen Behörden. Die Bisons, die vor kurzem noch von der ganzen Nation gerettet wurden, sind nun wieder bedroht. Nur dieses Mal mit einem zustimmenden Nicken der Bürokratie. Das Paradoxale daran ist, dass das Fleisch und die Häute dieser Tiere oft zum Verkauf angeboten werden. Auf diese Weise wird mit dem Töten eines nationalen Symbols Geld verdient. Geld! Und alles wäre in Ordnung, wenn da nicht ein Aber wäre. Der Kampf gegen die Bisons ist noch nicht das Ende. Tief in den Gewässern Nordamerikas reift eine andere Bedrohung heran, die im wahrsten Sinne des Wortes alle beißen könnte, die sie unterschätzen. Invasive Fische sind einer der unauffälligsten, aber gefährlichsten Feinde der amerikanischen Natur. Besonders der asiatische Karpfen, der vor Jahrzehnten eingeführt wurde, um Kanäle von Algen zu reinigen. Die Fische entkamen in die Freiheit und begannen, die Flüsse zu bevölkern, indem sie einheimische Arten zerstörten, das Gleichgewicht der Ökosysteme störten und die Fischereiindustrie bedrohten. In den großen Seen wird ein echter Krieg geführt. Elektrische Barrieren, Netze, Fang mit Hilfe von Drohnen, alles, um zu verhindern, dass der Karpfen in die Seen gelangt, wo er ganze Nahrungsketten zerstören könnte. Die Regierung zahlt den Fischern sogar für jeden gefangenen Karpfen. In einigen Gebieten sind private Unternehmen entstanden, die mit der Vernichtung dieser Kreaturen Geld verdienen. Einige machen daraus Tierfutter, andere Dünger. Aber das Hauptziel ist es, so viele wie möglich, so schnell wie möglich zu töten. Ironischerweise waren diese Fische einst die Lösung. Und jetzt sind sie eine kostspielige Bedrohung. Doch genau diese Geschichte führt uns zum Finale, wo sich das wahre Wesen all dieser Tode offenbart. Wenn man all diese Geschichten betrachtet, von Mustangs bis zu Fischen, stellt sich die berechtigte Frage: Warum? Die Antwort ist einfach. Hinter jedem Tod, hinter jedem Programm zur Populationskontrolle, hinter jedem Schuss aus dem Helikopter stehen Geld. Tiere werden zu Zahlen in Berichten. Ihre Kosten im lebendigen Zustand sind Ausgaben. Ihr Tod Gewinn. Von staatlichen Zuschüssen bis zu Entsorgungsverträgen, von der Fleischgewinnung bis zur Abschusslizenz. Die Industrie der Vernichtung ist riesig und fast unsichtbar. Und obwohl es an der Oberfläche immer mit Ökologie, Schutz der Menschen, Bekämpfung von Invasionen erklärt wird, verbergen sich unter dieser Schicht immer die Interessen von Wirtschaft und Bürokratie. In Amerika, wie überall, ist der Tote billiger. Also das nächste Mal, wenn du ein süßes Pferdchen in der Werbung oder eine Katze auf der Fensterbank siehst, denk daran, wenn sie plötzlich zu unbequem werden, werden sie einfach entfernt. Leise, schnell und, wie immer, nach Plan.